Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Rätsel vom Meteor DLC Teaser wurde gelöst, die ISO-Schrift an dem Tor wurde übersetzt und das schauen wir uns heute an. Bevor wir das aber machen, lasst gerne auf jeden Fall ein Abo da, denn hier bekommt ihr wirklich eine Menge AC-Content, News, Rätsel, Lore und vieles mehr. Dementsprechend bleibt da auf jeden Fall am Start. Jetzt legen wir aber los mit dem Rätsel, denn der gute Access the Animus hat mal wieder eine Menge getan, eine Menge übersetzt und wir haben schon ein Rätsel gelöst und zwar das des Sounds, den man im Hintergrund hört. Das ist nämlich ein Spektrogramm und dort sind Texte gefunden worden in der Sounddatei, die wurden quasi umgewandelt und dort sind zwei Sätze herausgekommen. What do you truly understand? Und zum anderen, would a blind man go mad to see? Und das heißt natürlich übersetzt ganz klar, was verstehst du wirklich und würde ein Blinder verrückt werden, nur um sehen zu können? Und das ist natürlich bezogen auf Loki, denn selbst im Spektrogramm sehen wir eine kleine Unterschrift von Loki, ja, dass er diese Nachricht geschrieben hat. Und das bezieht sich auf Odin. So, jetzt aber haben wir noch eine Kleinigkeit an dem Tor, die gelöst werden muss. Und das konnte nur mit diesem Spektrogramm gelöst werden. Denn wie ihr gesehen habt, dort waren auch ISO-Zeichen zu sehen und somit konnte der gute Access the Animus das Ganze dekodieren. Jetzt haben wir hier ganz kurz und knackig hier die Übersetzung. Links auf der Säule steht Mad One, You, oben steht What und rechts steht Did. Und wenn man das Ganze in der ISO-Sprache richtig zusammensetzt, dann kommt dabei heraus Mad One, What did you do? Oder Blind One, What did you do? Das heißt also, er spricht hier ganz klar Odin an, der irgendetwas getan hat. Wir wissen noch nicht was. Was wir aber auch sehen ist natürlich ein nordisches Symbol hier in der Mitte. Das ist kein ISO-Symbol und das ist das nordische Symbol, die nordische Rune für Muspelheim. So, wir haben jetzt 3 Informationen, die wichtig sind. Wir wissen, dass Loki Odin insgeheim die Frage gestellt hat, hey, was verstehst du eigentlich wirklich? Und würdest du, blinder Mann, verrückt werden, nur um wieder sehen zu können, beziehungsweise um noch mehr sehen zu können, denn wir wissen ja, Odin ist wirklich sehr, sehr fanatisch, was seine Prophezeiung angeht. Er möchte alles sehen, was in der Zukunft passiert und er würde wahrscheinlich auch alles dafür tun. Er hat ja selbst sein Auge geopfert. Die zweite Information, die wir haben, ist, dass er irgendetwas getan hat. Er muss ja irgendwas getan haben, weil sonst würde Loki nicht an diesem Tor schreiben, Mad One, what did you do? Was hast du getan, du Verrückter? Und was könnte das sein? Was könnte er getan haben? Was könnte Loki meinen? Schreibt es mir erstmal in die Kommentare, denn jetzt kommen wir zur dritten Information. Wir wissen, es geht nach Muspelheim. Wir wissen auch, dass in Asgard schon 8 Tore zu den anderen 8 Welten sind. Unter anderem auch Niflheim, Helheim, Jotunheim und so weiter. Habe ich in meinem alten Video hier auch mal analysiert und euch gezeigt. Und auch Muspelheim, das sehen wir auch, das Tor. Warum ist jetzt hier also inmitten von wunderschöner Natur im Hintergrund, warum ist da jetzt ein Tor? Das, meine Freunde, kann ja nur eine Ursache davon sein, weil irgendwer oder irgendwas passiert ist, was dazu geführt hat, dass hier auf einmal mitten im Nirgendwo ein Tor nach Muspelheim entsteht. Denn was für eine Welt könnte das sein im Hintergrund? Klar, wir wissen, das Tor führt nach Muspelheim, aber wo sind wir gerade? Das könnte auf jeden Fall Asgard sein. Ich sehe Berge, die leuchten. Das ist, glaube ich, nicht so typisch für die Erde. Ja, das ist eher typisch für Asgard. Könnte aber auch ein Teil von Midgard sein, von damals. Könnte aber auch eine komplett andere Welt sein. Soweit ich mich erinnern kann, sind die Tore verschlossen und wenn sie zu sind, dann kommt auch keiner mehr rein. Denn zu Beginn des Asgard-Arcs müssen wir ja das Tor auch schließen, damit keine Jötuner mehr reinkommen. Wir wissen aber auch, dass Loki eine Möglichkeit gefunden hat, um Fenrir nach Asgard zu schmuggeln. Es gibt also Wege, die führen am Bifrost an den Toren vorbei zu den anderen Welten. Das heißt, hat Odin irgendwas getan, das dazu geführt hat, dass Muspelheim auf einmal eine Verbindung direkt zu Asgard hat? Das wissen wir nicht. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass Odin etwas getan hat, was die Menschen bzw. die Wesen in Muspelheim sehr verärgert hat. Und da kommen wir zu meiner nächsten Theorie. Denn ein Wächter von Muspelheim ist Sword. Von dem haben wir auch schon ein Schwert. Und wenn wir uns das Schwert mal im Shop anschauen, dann sehen wir, dass es für den Feuerriesen Sword geschmiedet wurde. Und es wurde für die Vernichtung von Asgard genutzt, beziehungsweise es sorgt dafür, dass Asgard in Flammen gesteckt wird. Und wenn wir uns nochmal erinnern, dann sehen wir ja tatsächlich, dass in der Ragnarök-Sequenz, beziehungsweise in der Sequenz, die eigentlich geheim ist, die man nur durch die Animus-Fragmente bekommt, dass Asgard dort in Flammen steht. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber es wäre mal interessant zu sehen, ob da der Bifrost noch steht. Denn
eins der 4 großen Events in Ragnarök ist die Zerstörung des Bifrost, die Zerstörung der Regenbogenbrücke, die dann in Splittern auf die Erde fällt. Und dazu habe ich nochmal eine andere Theorie, aber dazu morgen was. Und somit sage ich jetzt einfach mal, dass wir in diesem DLC sehen werden, warum Odin, ich sag mal, Scheiße gebaut hat, Mist gebaut hat, warum Sword auf einmal nach Asgard kommt über ein anderes Tor und Asgard in Flammen setzt, warum das alles geschehen ist und warum er mit seinem Schwert den Bifrost vernichtet. Dazu habe ich auch nochmal einen Text, einen Auszug aus dem Englischen und die versuche ich mal so gut es geht zu übersetzen. Schauen wir uns doch mal die mythologische Geschichte hinter Sword an. In beiden Quellen, also der Edda, wurde Sword nachgesagt, dass er eine große Figur während der Events in Ragnarök ist. Er trägt ein helles Schwert und er wird in den Kampf gehen gegen die Aesir, also gegen die Iso von Asgard. Und er wird gegen den großen Gott Freyja kämpfen und die Flammen, die danach kommen, werden die Erde ummanteln. Und das, meine Freunde, sagt eigentlich schon alles. Ich denke, es geht in die wortwörtlich heiße Phase hier des Ragnarök-Events. Wir werden vielleicht wirklich diese Katastrophe sehen und gucken, was passiert. Und ich bin mir sicher, Odin hat ja seine Zukunft gesehen, seine Visionen gesehen und möchte das Ganze verhindern. Aber dadurch, dass er es verhindert, aktiviert er es. Ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Ne? Also er möchte es verhindern, aber eigentlich durch die Taten, die er da durchführt, aktiviert er es beziehungsweise beschleunigt er es vielleicht sogar noch. Wir werden das auf jeden Fall sehen. Ich bedanke mich bei euch und danke an Access the Animus für die Übersetzung. Ich bin erstmal raus, Freunde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Lasst auf jeden Fall die Glocke hier beim Abonnieren da und den Dränger-Daumen nach oben da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr den hier lasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Pascal. Tschö mit Ö und ciao mit V.